Nicht mal Basti GRG kann Minecraft auf diesem Seed hier durchspielen, da das Endportal so weit im Void spawnt, dass es abgeschnitten ist und man nicht reinspringen kann, um das Spiel zu beenden. Und das ist nur der erste von 80 unglaublich interessanten Minecraft-Seeds, die so wirklich existieren. So wie dieser Seed aus der Version 1.8, als es nur 3 statt heutzutage 128 Strongholds gibt. Aber umso krasser ist es, dass jedes dieser 3 Strongholds auf dem Seed von Ocean Monuments zerstört wurde, womit es unmöglich ist, überhaupt in das End zu kommen. Auf diesem Seed hast du zwar auch ein Stronghold in einem Ocean Monument, allerdings ist das Endportal schon von Anfang an aktiv, wodurch dich im End immer direkt ein Elder Guardian erwartet. Ich weiß nicht so ganz, welcher von beiden Seeds schlimmer ist. Wenn du aber gar keinen Bock auf Elder Guardians hast, dann musst du unbedingt auf diesen Seed. Denn da löst sich das Problem mit dem Elder Guardian im Ocean Monument durch einen fehlplatzierten Eisberg ganz von alleine. Solche Art von Seeds gibt es aber auch für andere Mobs, denn dieser hier lässt gleich 3 Schweine innerhalb eines Dorfes in Bäumen suffocaten. Eigentlich ziemlich traurig, wenn ich so drüber nachdenke. Okay, wir brauchen schnell einen lustigen Seed. Dieser hier lässt sich auf einer 3 Block großen Insel spawnen, auf der ein aus 2 Melonen und einem Bambus steht. Okay, ich glaube, damit haben wir einen neuen Tiefpunkt in meinen Videos erreicht. Es gibt 2 Minecraft-Welten, die genau gleich aussehen, obwohl sie 2 verschiedene Seeds haben. Das ist einer von beiden, aber der andere ist der 80. Seed am Ende des Videos. Egal, das einzige, was noch größer ist als dieser gerade, ist der höchstmögliche Fall von der maximalen zur minimalen Bauhöhe auf diesem Seed hier, bei dem sogar ein Pillager-Outpost einfach abgeschnitten ist, weil er so weit oben steht. Im Gegensatz zu dem Seed eben hat dieser Berg hier die wohl höchstgelegene Schatzkiste, die es in Minecraft gibt. Wieso ist die überhaupt da und warum unter dem Feld von Villagern? Kommen wir von der höchsten zur tiefstgelegenen Schatzkiste in Minecraft. Auf dem Seed gibt es nämlich diese Schatzkiste, welche umschlossen von Bedrock spawnt, wodurch es auch der einzige Seed ist, auf dem es einen Bedrock-Block auf Höhe 5 gibt. Was sich auch in Lava befindet, aber etwas größer ist als eine Schatzkiste, ist diese komplette Wüstenpyramide. Der geht es echt wirklich gar nicht gut. Und wenn du jetzt in 5 Sekunden den Kanal nicht abonnierst und das Video likest, fällt die Katze in Lava. Wem es genauso wenig gut geht, ist dieser Katze, denn die befindet sich in einer Hexenhütte, welche sich ähnlich wie die Pyramide im Seed davor komplett in Lava befindet. Allerdings ist halt jetzt hier der Nachteil, dass die Hexenhütte nur aus Holz besteht und das Ende könnt ihr euch ja denken. Naja, wie auch immer, das kann dieser Hexenhütte aber nicht passieren, denn sie steht zwar nicht einfach in Lava rum, hat dafür aber die längsten Beine, die ich jemals gesehen habe. Was ich auch noch nie zuvor gesehen habe, ist Honkai Star Rail, das genau heute erst veröffentlicht wurde. Honkai Star Rail ist ein komplett neues Strategie-RPG von den Machern von Genshin Impact. Also wenn dir das schon gefällt, wirst du Star Rail genauso geil finden. Das Game bietet dir eine einzigartige Fantasy-X-Sci-Fi-Welt, die du so in keinem anderen Spiel bis jetzt gesehen hast. Und deine Aufgabe ist es, zusammen mit deiner Crew diese Welt zu erforschen, um alle Geheimnisse rund um die Story dieses gesamten Universums zu erfahren. Eine krasse Besonderheit, die es in Honkai Star Rail gibt, sind die rundenbasierenden Kämpfe, in denen du durch wechselnde Gegner und sich verändernden Umgebungen unzählige Möglichkeiten hast, ein Team zusammenzustellen, aber auch immer neue Strategien entwickeln musst, um eine Chance zu haben, im Spiel voranzukommen. Ich könnte jetzt auch echt viele positive Dinge zu Grafik, Musik, Character Design, Worldbuilding und die Story erzählen, aber bitte schaut euch einfach diese Videos im Hintergrund an und niemand kann mir sagen, dass ihr nicht Bock habt, Honkai Star Rail zumindest mal anzutesten. Das Beste daran ist, dass Star Rail komplett kostenlos ist, also auch wenn du komplett broke bist, so wie ich, kannst du dir das leisten zu spielen. Außerdem ist das ganze Game plattformübergreifend, also kannst du die Hälfte des Tages zu Hause Star Rail an deinem PC spielen und die andere Hälfte am Handy in der Schule. Okay, da wir das jetzt geklärt hätten, hol dir jetzt kostenlos Honkai Star Rail über den ersten Link in der Videobeschreibung, was mich sehr unterstützt und von der Straße holt. Außerdem habe ich noch diesen Code hier für 50 extra Jahre, was die Ingame-Werbung des Spiels ist, also noch ein Grund, Honkai Star Rail kostenlos runterzuladen. Vielen Dank an euch und Honkai Star Rail für das Sponsoren des Videos. Normalerweise findet man Hexenhütten in normalen Sümpfen, aber in diesem Sumpf findet man einfach nichts außer ein Hexenhaus. Wirklich noch nie war ein Sumpf so leer wie dieser hier. Naja, zumindest wenn man in einer Version unter 1.16 spielt. Wenn man eine Version darüber auswählt, bekommt man sogar noch einen extra Baum in das Wasser. Auf dem nächsten Seed hätte dieses Dorf wohl etwas von dem ganzen Wasser gebraucht, denn diese Lava hier scheint mir nicht wirklich am richtigen Platz zu sein. Wenn Strongholds sich mit Dörfern vermischen, dann können einige illegale Dinge passieren, wie dieses Wasser hier, was sich nicht so verhält, wie es eigentlich in Minecraft sollte. Im gleichen Dorf hat man zusätzlich noch ein Feld, aber nicht normal auf Erde, sondern auf den Stone Bricks vom Stronghold. Hier noch ein Beispiel für illegale Dörfer, denn du kannst mir nicht sagen, dass du schon mal so ein Bett in einem Dorf gesehen hast. Das hier kann man ja nicht Bett nennen, das ist wirklich einfach ein Kissen, das ist nur das Kissen. Hier dürften eigentlich nur Hunde drauf schlafen, also passt es ja für Veto. Aber es geht noch viel weiter. Dieser Stronghold ist auch mitten in einem Dorf gespawnt, wodurch diese Tür jetzt so aussieht, wie sie aussieht. Aber man kann sie immer noch benutzen, das ist interessant. Okay, das ist nicht mehr Minecraft. Habe ich ein Modpack installiert? Das kann doch nicht sein, oder? What? Und hier ist direkt auf der Stronghold? Junge, das ist geisteskrank. Also, ich würde Veto nichts glauben. Probiert die Seeds lieber mal selbst aus, weil ob das hier stimmen kann, ich weiß es nicht. Okay, ich habe noch einen solchen Seed, auf dem was Illegales passiert, denn erklärt mir bitte, wie dieser Kaktus hier direkt an der Wand gewachsen sein kann. Das ergibt gar keinen Sinn. Weil wir gerade von Kakteen reden, auf diesem Seed hier wurde der größte Kaktus gefunden, welcher mit 22 Blöcken ganz natürlich
gespawnt ist. Und das hier ist ein trauriger kleiner Bruder, der seine Existenz in ein paar Sekunden selbst beendet, wenn er einen Block größer wächst. Sehr passend übrigens, dass das Ganze direkt neben einem verlassenen Dorf stattfindet. Kommen wir zu etwas Schönem, nämlich die meisten Allies, die alle in einer einzigen Woodland Mansion eingesperrt sind. Insgesamt sind es 58 und wenn du mir nicht glaubst, dass es wirklich 58 sind... Was auch schön ist, sind meine Badline Cosmetics, die du mit 10% Rabatt über den ersten Link in der Videobeschreibung bekommst. Aber wenn 58 LAs nicht genug sind, bekommst du nur auf diesem Seed die meisten Mob-Spawner direkt am Spawn, nämlich 35, die durch einen Mix an einigen Mineshafts und noch mehr Dungeons alle auf einem Fleck sind. Im Gegensatz dazu bekommst du auf ausschließlich jedem Seed in der Version 1.12 bei diesen Koordinaten immer die größte zusammenhängende Bedrock-Fläche von 67 Blöcken. Aber weißt du, was noch besser ist als 67 zusammenhängende Bedrock-Blöcke? 11 zusammenhängende, natürlich gespawnte Ancient Debris-Blöcke. Hätte ich die mal im 24-Stunden-Netherite-Beacon-Stream gefunden. Um dieses Ancient Debris überhaupt zu finden, muss man erstmal in den Nether. Und das macht man am besten auf diesem Seed hier, da man hier direkt in einem Rune-Portal spawnt, welches man vervollständigen und anzünden kann. So sieht übrigens der Weltrekord auf diesem Seed für die schnellste Zeit in den Nether aus. Was haben wir hier? Wir spawnen direkt bei einem Nether-Portal. Krank. Ist hier Obby drin? Ja. Okay. Okay, dann kann man das so machen. Aber wie komme ich jetzt hier rein? Achso, mit Fire Charge natürlich. Und ich bin drin. Ja, ist ja richtig krank. Also das ist mal ein schneller Nether. Was der Seed von eben ist, will dieser hier unbedingt sein. Aber naja, irgendwas stimmt da nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Okay, was wird mich beim nächsten Seed erwarten? Das hier sieht schon sehr sus aus. Und das ist der Spawn. Man spawnt einfach so zerquetscht. Okay, krass, hatte ich auch noch nie. Ist mir noch nie passiert. Also ich bin noch nie auch aufgewacht und war erdrückt. Aber es gibt immer ein erstes Mal, wie das aussieht. Hui. Ciao, ciao. Aber noch besser als ein Seed, auf dem man direkt in ein Rune Portal spawnt, ist ein Seed mit einem Rune Portal, bei dem man selber nichts machen muss und es sich von selbst aktiviert. Aber es wird noch besser, wenn man auf dem gleichen Seed dieses Endportal hat, welches auch schon aktiv ist. Der Seed wird aber noch krasser durch dieses Bienennest, was direkt über einem Campfire gespawnt ist, was ein Free Advancement für dich ist. Denn keiner wirft ein Auge auf mich. Schade. Wenn du danach noch mehr Bock auf Bienen hast, dann ist dieses Seed perfekt für dich, denn hier hast du super viele Bienennester in einer perfekten Linie, die sich immer weiter wiederholen. Solltest du allerdings Bienen nicht so sehr mögen und eher auf Frösche stehen, habe ich auch einen ähnlichen Seed für dich, bei dem hunderte Frösche absolut geradlinig durch einen kompletten Sumpf spawnen. Das ist wohl der schlimmste Seed, den du bekommen kannst, denn du spawnst in einer kleinen Höhle unter der Erde ohne einen Weg nach draußen. Ziemlich blöd eigentlich, wenn man frisch in eine neue Welt spawnt. Okay, ich muss mich korrigieren, das hier ist der schlimmste Seed. Zuerst stirbt man fast, weil man erstmal in Blöcken eines Eisbergs spawnt und wenn man erstmal 2 Blöcke abgebaut hat, um sich zu befreien, bekommt man noch meine Kritik eines Eldergallens reingedrückt, der sich unter einem befindet. Hallo? Wieso ist das hier so dunkel? Wo spawn ich denn? Man spawnt mitten in diesem Eisberg. Ja, aber krass, dass das passiert. Ich habe gedacht, man wird immer an eine freie Fläche gespawnt. Da könnte man ja schon fast meinen, dass ich das programmiert hätte. So bad ist das. Spaß, das ist eigentlich voll geil. Raid. Heißt es, dass ich jetzt der nächste Avatar bin? Der war ja auch eingefroren. Ich versuche später mal Veto zu bändigen. Kommen wir von einem kalten See zum nächsten. Hier bekommst du ein Iglo in einer Schlucht über Lava. Aber wenn das nicht schon weird genug ist, gibt es noch eine Leiter nach unten in den Keller zu den Villagern. Also, naja, ich vermute mal, da waren mal Villager, die sind halt jetzt wohl ins Void gefallen. Ich drehe mich um. Was sehe ich? What? Was passiert hier? Hä? Okay, das hier ist auf jeden Fall falsch generiert. Aber wieso ist hier oben auch so Lava? Das muss ich mir angucken. Wait, hä? Ich check's gar nicht, was hier abgeht. Ja, und wo sind die Villager? Sind die escaped? Aber das ist übel krass. Das sieht so aus, als wäre das so eine 2012 Minecraft-Base. Ich weiß nicht. Und wo ist bitte das Iglo gespawnt? What? Oh mein Gott, folgende Theorie. Es gab ein Erdbeben, boom, dann entstand diese Schlucht, das Iglo ist hier runtergefallen und deswegen hat sich das alles verschoben. Ey nein, die armen Dorfbewohner. Und weil es so schön ist, noch ein Seed mit Iglo, aber dieses Mal wird man etwas getrollt, wenn man die Leiter nach unten klettern will. Denn unter dem Teppich und der Trapdoor befindet sich keine Leiter mehr. Wir haben hier ein wunderschönes Iglo, spricht ja nichts dagegen. Ich möchte hier runter und sterbe. Ich hoffe, die Leute bei Seven vs. Wild werden nicht so ein Iglo bauen, weil das wäre gar nicht gut. Hast du schon mal so eine große Sandstone Wall in einer Höhle gesehen? Wahrscheinlich ja nicht. Und wenn doch, wohl auf diesen Seed, der eine Wüstenpyramide so knapp über diese Höhle spawnt, dass das Sandstone-Fundament so lang gezogen ist, bis es auf festem Boden stehen kann. Der erste Seed war ja das Exit-Portal, was gar nicht existiert hat. Und das hier ist das tiefstgelegene Exit-Portal auch für 12 im End, welches wirklich aktiviert werden kann.
Okay, so etwas habe ich noch nie gesehen. Kann das überhaupt... Hä? Kann das überhaupt sein? Aber übel geil. Das gibt dem Endfight nochmal den gewissen Kick, wisst ihr? Man kann hier permanent runterfallen. Das ist wirklich krank. Und ich habe noch nie diese Füße gesehen von den Portalen. Ist wohl auch besser so. Und das hier ist ein Exit-Portal, welches einfach nur sehr speziell eingebaut ist, was den Drachenfight sehr interessant machen könnte. Stell dir vor, du spielst ganz normal Minecraft, willst das erste Mal ins End und kommst hier raus. Das ist der Seed mit der kleinsten Endinsel, die es gibt. Und zwar mit nur 30.000 Blöcken. Zum Vergleich, normalerweise hat eine Endinsel um die 1 Million Blöcke. Was erwartet mich hier? Das sieht so cursed aus. What? Ja, das kann doch gar nicht sein. Wie kann das denn bitte funktionieren? Aber ich finde, wenn das End so wäre, also mit mehr so Inseln, das wäre viel geiler. Also es wäre auch so viel bedrohlicher auch, wisst ihr? Voll geil. Ich glaube, ich wohne hier mit dem Drachen zusammen. Das sind aber nicht die einzigen besonderen Endseeds, denn so eine zweistöckige Insel sieht man auch nicht jeden Tag. Okay, aber wie sieht es eigentlich etwas weiter in den Endcities aus? Auf diesem Seed haben sich 2 Endships dazu entschieden, einfach genau aufeinander zu spawnen. Was haben wir hier? Wir haben hier 2... Oha, ist das satisfying. Endships aufeinander. Wow, wäre das jetzt noch symmetrisch? Das wäre geisteskrank. Junge, aber das ist voll geil. Ich glaube, ich wohne hier. Ich werde ab sofort hier wohnen. Und dieses Schiff hat sich wohl etwas zu nah der Endcity genähert und ist in den Turm gecrashed. Die Hälfte des Seeds hast du schon gesehen, aber am Ende des Videos siehst du noch die 2 Welten, die genau gleich aussehen, aber unterschiedliche Seeds haben. Findest du es auch immer so nervig, wenn du 2 halbierte Endships findest, in denen es beide keine Elytra gibt? Auf diesem Seed haben zwar beide Schiffe eine Elytra, aber irgendwas sieht trotzdem nicht so ganz richtig aus. Ich frage mich, was es sein könnte. Und eigentlich will ich auch gar nicht darüber nachdenken, was hier genau passiert ist. Das ist der Seed, auf dem man am schnellsten im Void sterben kann, warum auch immer man das will. Zuerst spawnt man auf einem Rune Portal mit einer Goldspitzhacke in der Kiste und lustigerweise bricht der Netherrack durch den Bedrock-Boden, wodurch man sich direkt ins Void bauen kann. Eines der seltensten Strukturen in Minecraft ist eine Woodland Mansion mit einem Diamantblock umrandet von Obsidian-Blöcken. Auf diesem Seed gibt es genau so eine Woodland Mansion, welche zusätzlich noch ein Rune Portal als auch eine einzige Lavaquelle am anderen Ende in sich hat, wodurch die gesamte Woodland Mansion abbrennt und die Kombination aus Rune Portal sowie Diamantblockraum ein fertiges, aktiviertes Nether-Portal ergibt, wenn man nur etwas wartet. Hier noch 2 weitere besondere Rune Portal Seeds. Normalerweise hat man ja immer eine Kiste irgendwo stehen. Hier sind es aber irgendwie 2 Kisten direkt aufeinander und aus irgendeinem Grund fliegt diese Kiste auf dem Seed einfach ein paar Blöcke über dem Rune Portal rum. Auch im Nether gibt es einige Besonderheiten auf manchen seltenen Seeds, wie zum Beispiel diesen Place-Spawner bzw. diese 2 Place-Spawner, welche übereinander gespawnt sind. Ist aber bestimmt ganz hilfreich, wenn man mal schnell viele Blaze Rods braucht. Aber wenn du sogar noch mehr brauchst, bekommst du die auf diesen Seed, wo 5 Blaze Spawner so nah beieinander stehen, dass sie alle gleichzeitig aktiviert werden können. Hier erwarten uns 5 Spawner. Das sieht so falsch aus. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, krank, Junge, das ist krank. Auf diesem Seed hier gibt es zwar nur 2 Spawner in einer Festung, allerdings ist die Festung an sich auch das Highlight, denn die ist etwas kleiner als alle anderen Festungen, die du bis jetzt gesehen hast. Und was haben wir hier? Oh, eine süße kleine Festung. Aber ich sag mal so, man braucht ja eh nur die Blaze Rods und davon hat man genug. Es kommt immer auf die inneren Werte an. Ach ja, und stell dir mal vor, du willst Minecraft Speedrun, bekommst diesen Seed hier und findest diese Festung, die zu klein dafür ist, dass sie überhaupt einen Place Spawner in sich hat. Ein viel besserer Speedrun Seed ist dieser hier, auf dem man erstmal direkt neben einem Village Outpost, einer Desert- und Jungle-Pyramide spawnt. Und es befindet sich sogar ein Rune Portal in dem Tempel. Das ist aber noch nicht alles, denn wenn man durch dieses Portal geht, kommt man direkt neben einer Treasure Bastion raus, welche zusätzlich noch mit einer Festung verbunden ist. Buried Treasures sollten ja eigentlich gut versteckte Kisten irgendwo an Stränden sein, aber diese 3 Schatzkisten haben etwas übertrieben mit ihren Verstecken. Die Schatzkiste auf diesem Seed ist so weit oben in einem Dorf versteckt, dass sie sich dafür entschieden hat, dem Spieler eine Chance zu geben, ihn zu finden, indem sie nicht komplett eingebaut ist. Aber es gibt auch Schatzkisten, die nicht so fair sind, wie diese hier auf dem Seed, welche genauso weit oben in einem Dorf versteckt ist, man sie aber von außen gar nicht erkennen kann. Das ist aber nicht das krasseste Versteck für eine Schatzkiste, denn am besten versteckt man sie dort, wo sie niemand vermutet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner von euch wusste, dass genau unter mir eine Schatzkiste spawnen kann. Aber hier ist halt einfach wirklich eine, die niemals jemand selbst mit einer Schatzkarte gefunden hätte. Veto meinte, ich soll diesen Command ausführen, dann mich dahin teleportieren und, was finde ich hier? Ich finde eine Schatzkiste, aber ohne Meer. Oha. Aber vielleicht war ja hier mal Meer. Nur Mr. Beast hat den kompletten Meer in Wald verwandelt. Aber wenn ihr mehr Seeds sehen wollt, dann bleibt dran. Was aber direkt gefunden wurde, ist dieses Dorf, und zwar von Pillagern, die direkt 5 ihrer Outposts in einem perfekten Kreis um das Dorf gebaut haben.
Ich soll hier hochfliegen und eine hohe Render-Distance haben. Das habe ich. Okay. Was soll hier passieren? Okay, bisher erkenne ich noch gar nichts. Nee. Ist das die neue Seven vs. Wild Location? Warum? Ich check's noch nicht. Okay, ich flieg. Ach, hat es das mit den Pillagern zu tun? Da oben links ist eins, unten rechts ist einer. Da oben rechts ist noch einer. Junge, mein PC wird gleich abschmieren. Ich habe Render-Distance 64. Da unten ist noch ein Pillager-Outpost. So langsam laggt mein Minecraft. Und da oben ist noch ein Pillager-Outpost. Ich weiß nicht, ob da noch welche kommen, aber GG. Ich glaube, die Leute sind umzingelt. Naja, ich gehe mir einen neuen PC kaufen. Bye, bye. Auf diesem Seed haben die Villager es schlauer gemacht und ihr gesamtes Dorf auf einem einzigen sehr hohen Plateau gebaut, nachdem sie den Outpost am Boden gesehen haben. Was haben wir hier? No way. Junge. Also das ist also der Schulweg, von dem meine Eltern immer gesprochen haben. GG. Junge, das ist aber übel die geile Location. Also da würde ich auch gern wohnen. Das ist ja mal mega. Ich frage mich, wie die Luft hier oben ist. Dieses Dorf hat etwas anders gegen einen Pillager-Angriff vorgesorgt und hat gleich 8 Kirchen gebaut. Die haben auf jeden Fall viel Vertrauen in ihren Glauben. Das komplette Gegenteil findest du auf diesem Seed hier, denn ich bin mir nicht sicher, was für komische Dinge hier in dieser Kirche abgehen, wenn sie wortwörtlich ein Portal zur Hölle in sich hat. Auf diesem Seed geht es weiter mit Strukturkombinationen, die du noch nie gesehen hast. Oder hast du schon mal eine Woodland Mansion gefunden, auf der sowohl ein Jungle-Tempel als auch eine Hexenhütte steht? Was alles 3 Strukturen sind, die nur jeweils ein Biom spawnen können. Und das ist der Seed mit einer Woodland Mansion, die direkt neben einem Dorf steht, als würde sie zu dem Dorf dazugehören. Ach ja, und weil das noch nicht genug ist, steht ein ganzes Haus mitten in der Woodland Mansion drin. Okay, einen letzten Seed, auf dem Strukturen ganz komisch miteinander verbunden sind, habe ich noch. Das hier sieht wie ein normales Wüstendorfhaus aus. Aber wenn man nach außen geht, ist man auf einmal in einer Pyramide und eine Etage weiter unten steht auch noch ein Rune Portal im Raum. Wir hatten ja schon den Seed mit der größten Pyramide, aber hier hat sich eine Pyramide dazu entschieden, einfach in einer riesigen Lavaseehöhle zu bleiben, was von oben schon ein richtig krasser Anblick ist. Das hier sieht von außen ausnahmsweise wie eine ganz normale Pyramide aus, aber wenn man nach unten graben will, muss man nicht mehr auf die TNT-Falle aufpassen, weil es gar keine TNT-Falle mehr gibt und man direkt in Lava fällt, sollte man sich nach unten bauen. Entweder ist das hier ein echt guter oder ein echt schlechter Seed, ich kann mich noch nicht ganz entscheiden, denn man spawnt direkt auf einem Ancient City Portal, wo du schon ganz guten Loot finden kannst, aber auch erstmal ohne Items wieder lebendig rauskommen musst. Zum Glück gibt es auch Seeds wie diesen hier, auf dem man den Warden innerhalb von einer Minute, nachdem man gespawnt ist, besiegen kann. Und so sieht das Ganze dann aus. Aber das ist nicht der einzige Speedrun-Seed in diesem Video. Hier siehst du nämlich den aktuellen Set-Seed-Weltrekord. Magnetic Byte hat Minecraft auf diesen Seed in nur 1 Minute und 47 Sekunden komplett durchgespielt, womit das wohl der Seed ist, auf dem man als normaler Mensch Minecraft am schnellsten beenden kann. Minecraft kann allerdings noch schneller durchgespielt werden in sogenannten Tool-Assisted Speedruns, in denen man zum einen Minecraft in sehr krasser Zeitlupe live spielen kann, im Nachhinein aber das Video auf die richtige Geschwindigkeit erhöht wird, als auch jede Art von Bugs ausgenutzt werden darf, wodurch dieser Weltrekord auf folgendem Seed innerhalb von nur 20 Sekunden entstanden ist. Auf diesem Seed muss man im Gegensatz zu allen Seeds davor nicht mal den Spawn-Chunk verlassen, um Minecraft durchzuspielen, da das Endportal direkt unter einem ist, wenn man neu in die Welt spawnt. Außerdem befindet sich in diesem Chunk auch ein Dorf, in welchem man in der Version 1.7.10, in welcher dieser Seed spielbar ist, es die Möglichkeit gab, Enderaugen von Cleric Villagern zu ertraden, womit man Minecraft in nur einem Chunk durchspielen kann. Wusstest du, dass jedes Hintergrundbild im Minecraft Hauptmenü von einem echten Seed stammt? So auch das vom neuen 1.20 Update. Der passende Seed, von dem dieses Screenshot stammt, wurde innerhalb von 19 Stunden von Seedfinder nur durch die Analyse von diesen 3 Oak Trees und Ausschluss von 49.500 anderer Seeds gefunden. Hier ein schönes Seed, auf dem du direkt am Spawn 8 einzelne Flüsse hast, die sich perfekt in der Mitte treffen. Das hier ist der Seed mit der größten Mushroom-Insel, die es in Minecraft gibt. Und das hier ist die kleinste Mushroom-Insel, die es in Minecraft gibt. Wenn ich mich hier hin tippe, okay, ich mache meine Augen auf und ich sehe, ja, ich sehe nix. Die Armen, wirklich, die tun mir gerade richtig leid. Kommt, ich gebe euch einen Freund, okay? Hier und hier. Jetzt sieht es nicht mehr so traurig aus. Komm hier noch ein. Komm noch ein. Komm noch ein. Das nenne ich doch mal Pilzbiom. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass Mushroom-Inseln ausschließlich in Ozeanen spawnen. Aber auf diesem Seed gilt diese Regel anscheinend nicht. Was erwartet mich? Wir haben... What? Wir haben hier einen Dschungel. Daneben ist ein Pilzbiom?
Hey, kann das überhaupt funktionieren? Oder ist das die Besonderheit? Hey, ist ja richtig geil. Ich finde auch, das passt irgendwie voll. Das erinnert mich an HG-Server. Was haben wir hier drüben? Wir haben hier einfach ein Pilzdorf, kann man fast schon sagen. Das passt auch von den Farben richtig gut. Oh mein Gott, das sind meine Lieblingsfarben. Apropos Pilzkönigreich, habt ihr euch den Mario-Film angeguckt? Ich habe mir den angeschaut. Das sind einige der 5 seltensten Biome, die es gibt. Und auf diesen Seed spawnen sie alle auf einer perfekten Linie. Noch krasser ist aber dieses Seed hier, denn diese Schlucht in der Wüste sieht einfach aus wie ein D, was für, du schaust dir jetzt das Video rechts unten an, steht. Ach ja, und so sehen die beiden Welten aus, die zwar komplett unterschiedliche Seeds haben, aber an gewissen Stellen genau gleich aussehen.